Die besten Helfer für die Werkstatt baut man sich bekanntlich selber. Und wir werden uns heute zwei kleine Helfer bauen, die haben es wirklich in sich. Jeder, der zu Hause arbeitet, der weiß, spannen, ausrichten, positionieren. Das ist wirklich immer so das A und O in der Werkstatt. Und darum sind auch gerade diese Schweißtische so extrem beliebt. Egal, ob es ein Profisystem ist, wie hier bei mir ein Bausatz oder ein Tisch aus Vierkantrohren. Es ist so schön, wie man damit spannen kann. Gerade mit diesen Schraubzwingen, das heißt, man setzt eine Schraubzwinge an, man zieht das Ganze fest und das Bauteil ist vernünftig gespannt. Das sind Sachen, ich denke mal, das nutzen sehr viele von euch, das ist sehr beliebt, das funktioniert extrem gut. Aber was ist, wenn man jetzt mal Kraft von der Seite braucht? Wenn man hier von der Seite mal drücken will, weil man irgendwas noch zusammendrücken muss oder wenn man wirklich mal was von der Seite spannen will, dass man von oben einen kompletten Bereich frei hat, dass man jetzt hier anzeichnen kann, dass man bohren kann, dass man das Ganze bearbeiten kann, dann wird es schwer. Dann gibt es da wenige Systeme, gerade im bezahlbaren Bereich ist es wirklich eher schwierig. Und da hat mir mein Zuschauer Andreas was geschenkt. Der war neulich bei mir, hat mir hier zwei Sachen mitgebracht, habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Diese Bauteile hier kommen aus dem Holzbereich. Und das sind ganz einfache Spannelemente, die kann man jetzt hier ganz einfach in den Schweißtisch einbringen. Und dann kann man damit von der Seite Kraft auf sein Bauteil einbringen und kann auch von der Seite spannen. Das funktioniert wirklich extrem gut. Es gibt nur ein riesengroßes Problem. Die Bauteile sind normal für den Holzbereich. Die haben also einen 18er oder einen 20er Bolzen hier. Das heißt, die passen normal nicht für unseren 16 mm Spanntisch oder Schweißtisch. Was hat der Andreas gemacht? Ganz einfache Sache. Der hat das Ganze hier abgeschraubt, hat das hier übergedreht und hat sich ein M16er Gewinde geschnitten. Mit diesem M16er Gewinde hat man natürlich jetzt auch die Möglichkeit mit einer Mutter, die hat er mir gleich dazu gepackt, dass man das Ganze von unten spannt und dann kann man hier unglaubliche Kräfte aufbringen. Also es ist im Prinzip ein sehr, sehr schönes System. Aber Punkt 1, das muss man natürlich auch kaufen und Punkt 2 ist von wegen, nicht jeder hat die Möglichkeit, hier sowas überzudrehen und sich dann da ein M16er Gewinde zu schneiden. Und darum habe ich gedacht, ich baue mir den großen Bruder davon ganz einfach mal selber. Und sowas sieht nicht nur unglaublich gut aus, das ist wirklich auch extrem praktisch und solide. Das ist jetzt im Prinzip eine ganz einfache Konstruktion. Ich habe eine M16er Mutter, ich habe eine Unterlegscheibe und einen Bolzen. Als Bolzen kann man Rundstahl nehmen, habe ich auch genommen in 16 mm Durchmesser. Oder man nimmt einfach auch ein Stück Gewindestange. Dann hätte man auch die Möglichkeit, wie bei dem System, dass man das von unten auch verschraubt. Ich habe es jetzt mit einem Rundstahl gemacht, kann man hier ganz einfach reinstecken. Und so ist das System, dass ich mir diese drei Komponenten ganz einfach erstmal zusammenschweiße. Dann habe ich schon mal die Grundlage. Dann habe ich eine Gewindestange genommen. Man sieht das hier schön im 16er Gewindestange. Kann man anpassen, welche Länge man hier braucht. Ich wollte es ein bisschen länger haben. Habe ich 220 mm genommen. Hier am Ende ist eine M8er Mutter dran gekommen. Die habe ich hier ganz einfach angeschweißt. Warum M8er Mutter? Das gucken wir uns gleich noch an. Ist aber wirklich auch praktisch ohne Ende. Und dann habe ich vorne in die M16er Gewindestange ganz einfach eine Bohrung eingebracht, habe ein M5er Gewinde geschnitten und hier vorne ist noch so ein kleines Vierkantrohr dran gekommen. Dieses Rechteckrohr, Vierkantrohr, das habe ich dann von der einen Seite ein bisschen größer gebohrt, von der anderen Seite eine 5 mm Bohrung und so konnte ich das hier problemlos vorsetzen. Habe noch Unterlegscheiben vorne natürlich zwischengesetzt, sonst passt es nicht vernünftig, sonst bewegt es sich nicht vernünftig. Und dann haben wir uns einen ganz einfachen Werkstatthelfer gebaut. Das ist jetzt natürlich in Kurzform zusammengefasst. Ich bin hier aber auch kein Comedy-Kanal, der jetzt irgendwo eine halbe Stunde überlegt, wie machen wir das, wie könnte man das irgendwo ausführen und die Probleme zeigen und sonst was. Ich versuche euch das in Kurzform zu zeigen. Ich habe das gebraucht dafür ungefähr eine Dreiviertelstunde, habe so ein bisschen hin und her überlegt, wie mache ich das hier hinten? Setze ich hier hinten groß auch M16 dran? Das wäre unpraktisch, dann kann man es am Schweißtisch nicht vernünftig nutzen. Habe natürlich hier vorne so mal 5 Minuten überlegt, aber im Prinzip ist das ein ganz einfaches System. Und mit dem System zeige ich euch jetzt, was damit möglich ist.
Jetzt können wir das Ganze hier gleich mal ausprobieren. Ich habe es also einfach in meinen Schweißtisch reingesetzt, habe hier ein Vierkantrohr. Das Vierkantrohr ist mit dieser Schraubzwinge vernünftig gespannt, also nicht mehr irgendwie mit Hilfsmitteln, aber mit der Handkraft vernünftig gespannt. Jeder, der sich damit auskennt, der weiß, von wegen, jetzt hat man hier wirklich schon eine massive Kraft oder eine massive Spannkraft. Ich kann hier hinten jetzt einfach eine Ratsche ansetzen und jetzt kann ich hier vernünftig drücken. Und dann drücke ich hier mein Bauteil langsam, aber beständig weg und man sieht, dass man hier wirklich vernünftig Kraft auf ein Bauteil anbringt und ich brauche hier im Prinzip keine großartige Kraft aufwenden. Und da sieht man, dass man hiermit wirklich vernünftig spannen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Rahmen auf meinem Schweißtisch habe, ein Teil hat sich leicht verzogen, ich muss da leicht Spannung drauf bringen, dann ist das hier problemlos möglich. Ich zeige euch aber auch gleich noch ganz andere Möglichkeiten. Und der Riesenvorteil ist wirklich hier, dass ich die Ratsche vernünftig ansetzen kann. Weil bei dem Bauteil wäre es so, wenn ich das hier im Randbereich habe, kann ich hier hinten auch eine Knarre ansetzen oder diese Ratsche ansetzen, diesen Ratschenschlüssel. Hier auf dem Schweißtisch kann ich das nur mit der Hand machen oder so machen. Es ist ein bisschen limitierend und dadurch finde ich meine Version da im Prinzip schon mal deutlich besser. Ob die Windestange jetzt wirklich so lange sein musste, hätte man vielleicht noch ein bisschen kürzen müssen, aber es ist immer so ein bisschen, dass ich das erstmal ausprobiere und hinterher könnt ihr ja sehen, wie ihr das machen wollt. Wie gesagt, ich habe hier 220 mm genommen. Wahrscheinlich hätten auch 120, 150 mm gereicht. Aber im Prinzip sieht man schon mal, wie gut das Ganze funktioniert. Ich kann das Ganze jetzt aber nicht nur dafür nutzen, dass ich hier irgendwas irgendwo hindrücke. Ich kann damit auch spannen auf meinem Schweißtisch. Fast als wenn ich hier einen Schraubstock hätte. Dafür habe ich mir hinten einfach Anschläge angebracht und habe dann das Bauteil hier gespannt. Also es ist wirklich sehr einfach möglich. Ich habe jetzt hier eine sehr gute Festigkeit und jetzt kann ich von hier oben anzeichnen. Ich kann von hier oben körnen, ohne dass mir irgendwas wegrutscht und natürlich zum Beispiel auch bohren, kann das Ganze vernünftig bearbeiten. Das finde ich auch wirklich eine sehr schöne Lösung. Da muss man aber auch wirklich sehr vorsichtig sein. Ich habe mir erst die beiden Anschläge hier angebracht und habe dann hier in der Mitte gedrückt und damit ist es wirklich problemlos möglich, dass wir dieses ganze Rohr verdrücken. Man hat hier also wirklich mit M16er Gewindestange eine unglaubliche Kraft. Wichtig ist wirklich, dass man hier eine Unterlegscheibe untersetzt, dass man hier eine gewisse Flächenpressung hat. Wenn man hier nur den Bolzen hat, der drückt sich relativ leicht weg. Also ich denke mal, das ist ein sehr schönes System. Ich werde mir noch 2, 3 weitere bauen, vielleicht ein bisschen kürzer von der Gewindestange, aber sonst genauso, weil das System funktioniert wirklich extrem gut. Es ist extrem einfach umzusetzen. Es wird aber noch viel besser. Ich finde das immer schön, wenn man Schrott nicht wegschmeißt, sondern wenn man daraus noch was Geniales baut. Das ist eine Massezwinge, eine sehr billige Massezwinge. Sowas ist an vielen günstigen Schweißgeräten dran. Und dann ist das Bändchen hier viel zu kurz. Die Klemmkraft, sieht man, ist hier gar nicht so gegeben. Aber wir können uns daraus noch einen genialen Werkstatthelfer bauen. Meine Massezwingen sehen mittlerweile alle so aus, habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Also das ist wirklich genial. Die sind von Weldinger. Die haben eine vernünftige Spannkraft, haben ein schönes langes Bändchen. Da hat man also keine Probleme mehr, vernünftige Ansatzpunkte hier oben, also die kann man wirklich empfehlen. Ich hoffe, da kommt mal irgendwie eine Aktion, dass jeder seine Massezwinge da irgendwo austauschen kann. Und was machen wir mit der hier? Da bauen wir uns einen ganz einfachen Helfer raus. Das heißt, man schraubt hier alles ab, dann hat man die Klemme an sich noch. Die Klemme habe ich hier oben die Bohrung, das sind 6er Bohrungen, die habe ich auf 8 mm aufgebohrt. Und dann habe ich hier ganz einfach einen Magneten untergeschraubt. Magnet sollte eine richtig gute Haftkraft haben und dann kann ich das überall auf meinem Schweißtisch positionieren, an jedem magnetischen Bauteil positionieren und kann da wirklich alles perfekt ausrichten. Ich habe hier einfach mal diese Münze ausgerichtet und man sieht hier, das Oberteil ist auch sehr einfach gefertigt. Das ist im Prinzip einfach ein Rundstahl. Den Rundstahl habe ich im Schraubstock ein bisschen umgebogen, habe vorne eine kleine Spitze dran geschliffen, nicht zu spitz, also in der Mitte habe ich auch noch eine kleine Fläche und dann habe ich hier ein Stück Gewinde angeschweißt und habe das Ganze hier auch verschraubt. Und jetzt hat man hier einen absolut genialen Helfer. Damit kann man alles vernünftig ausrichten, positionieren. Der einzigste Nachteil, den ich hier feststellen musste, diese Massezwingen, die sind wirklich so billig ausgeführt, die drücken sich hier immer weg.
Das heißt, wenn man hier wirklich massiv mit Kraft aufbringen will, dann kann man das Ganze hier nochmal so ein bisschen verstärken. Aber im Prinzip ist das eine richtig schöne Lösung. Also damit kann man wirklich gut Bauteile positionieren. Mit dem Magneten kann ich das wirklich überall immer hinspannen, wo ich das brauche. Und jeder kennt ja immer diese kleinen Bauteile, die man heften will, zum Beispiel eine Mutter oder irgendwo ein kleines Vierkantrohr, und dann drückt man das beim Schweißen schon wieder weg oder es rutscht weg und man wünscht sich immer die dritte Hand, die einem da hilft. Natürlich nicht irgendjemand, der nebenbei noch nervt, und da ist das natürlich eine geniale Sache. Kann man hier überall anbringen, also das finde ich wirklich so schön. Wollte ich mir schon länger mal bauen, habe ich auch so in der ähnlichen Form schon mal im Internet gesehen. Den Magneten hatte ich noch, den werde ich hier unter auch verlinken. Ich glaube, die kosten so 6, 7 Euro. Der hat eine unglaubliche Haftkraft und das ist natürlich die Grundlage dafür, dass man hier mit vernünftig positionieren und spannen kann. Und ich denke mal, diese beiden schönen Helfer zeigen mal wieder, dass man sich die besten Helfer für die Werkstatt wirklich selber baut. Und wenn man sich ein bisschen Schrott nimmt, ein paar Reste nimmt und sich daraus was Schönes baut und das dann wirklich so gut funktioniert, also ich freue mich da immer wieder wie ein kleines Kind. Ich habe eben 10, 15 Minuten hiermit rumgespielt, habe immer hiermit wieder rumgespielt, irgendwas gespannt. Das funktioniert wirklich extrem gut. Also bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Wenn es euch gefällt, wenn ihr Ideen noch weiter habt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare, freue ich mich immer drüber. Ich lese wirklich immer jeden Kommentar, freue mich da immer wirklich tierisch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.